Ich habe mal ein bisschen an der Eisenbahn weitergebastelt, beziehungsweise auf der rechten Seite versucht, diese Platten einzubauen, die ich in dem letzten Video schon mal grob vorgestellt hatte, damit wir einfach hier ein bisschen mit der Landschaft weiterkommen. Die Idee ist damit einfach das Niveau vom Gelände ein bisschen anzuheben, um dem Faller-K-System diese leicht erhöhte Straße da ein bisschen näher zu kommen und das Ganze ein bisschen realistischer aussehen zu lassen. Als erstes habe ich allerdings damit angefangen, in dem Schienenteil von dem Faller-Autosystem den einen Bogen auszutauschen, der komischerweise eine andere Farbe hat. Und damit das nachher einigermaßen gleichmäßig aussieht, war das die erste Amtshandlung, die ich hier vollführt habe. Als allererstes musste ich natürlich wieder sämtliche Häuser zur Seite räumen, damit da kein größerer Schaden entsteht, wenn ich hier am Basteln bin. Als nächstes dann die Schienen getrennt, damit ich die Kabel hier entfernen konnte, um das andere Schienenstück einzusetzen. Und so sieht das Ganze dann schon ein bisschen gleichmäßiger aus. Als nächstes musste dann diese große Platte erstmal grob aufs richtige Format gebracht werden. Und ich habe diese relativ weiche Platte dann einfach von oben auf die Schienen gedrückt, sodass ich die Konturen so ungefähr erkennen konnte. Die Platten wurden dann von mir mit einem einfachen Cuttermesser geschnitten. Das habe ich jetzt allerdings nicht gefilmt, weil ich das bei mir in meinem kleinen engen Zimmer hier auf dem Boden machen musste. Und da hätte ich jedes Mal die Kamera und das Stativ, die Beleuchtung komplett umstellen müssen. Deswegen sind nur hier die Arbeitsschritte auf der Platte zu sehen. Im nächsten Schritt habe ich dann von der Faller AMS die Schienen ausgeschnitten. Das Ganze natürlich dann auch wieder auf dem Boden. Und die Teile dann hier Stück für Stück eingepasst. Die Platte war natürlich nicht groß genug, um das Ganze dann nachher auszufüllen. Das heißt, im Bereich hinten von den Abstellgleisen gibt es noch ein paar Lücken. Da muss ich dann gucken, mir eine zweite Platte besorgen. Aber das ist, glaube ich, einfacher, als aus diesen ganzen Reststücken dann Stück für Stück diesen Kleinkram da zusammen zu puppeln. Deswegen habe ich das so gelassen. Die Differenzen, die jetzt hier noch auftreten zwischen den Schienen und der Platte, die werde ich nachher großzügig mit Farbe und mit Streuzeug auffüllen, sodass das im Großen und Ganzen jetzt schon mal ganz gut passt. Hier habe ich dann als nächstes mal eine Probefahrt gemacht, um zu testen, ob das jetzt alles funktioniert und auch die Stromversorgung von unten wieder passt. Dabei hat sich dann herausgestellt, dass die Wagen, die in den engen Kurven immer mal wieder bei langsamer Fahrt von der Schiene gefahren sind mit den Hinterrädern, jetzt durch die erhöhte Landschaft oder durch das angehobene Niveau der Landschaft dort natürlich nicht mehr abrutschen können und die Wagen sind jetzt schon mal wieder besser gefahren als vorher. Das war schon mal der erste kleine Erfolg. Danach bin ich dann umgezogen in den Keller, weil hier oben ist dann auch nicht genug Platz, um irgendwelche anderen Arbeiten da groß zu verrichten. Und habe angefangen, sämtliche weißen Platten dann mit einem grünen Grundanstrich zu versehen, sodass, wenn ich dann mein Streumaterial aufbringe, unten drunter keine weißen Flächen mehr durchscheinen können, sondern schon mal ein grüner Grundanstrich vorhanden ist. Die Farbe einfach gemischt aus einem Ockerton und einem Grünton. Die Farben selbst sind ganz einfache Abtönfarben aus dem Baumarkt, denn als Untergrund für die Begrünung ist das vollkommen ausreichend und man braucht hier nicht viel Geld ausgeben, sondern die einfachsten Farben erfüllen hier komplett ihren Zweck. Die beiden Farben gemischt, noch ein bisschen Wasser dazu und schon kann's losgehen. Nachdem dann alle Geländeteile komplett gepinselt sind, das Ganze ist dann nach 2-3 Stunden auch abgetrocknet, fange ich direkt mit der Begrasung an. Die ganzen Flächen werden schön dick mit Leim eingepinselt. Ich nehme dafür einen ganz einfachen Holzleim, ein bisschen mit Wasser verdünnt. Ist dafür vollkommen ausreichend. Man braucht keine speziellen teuren Kleber dafür zu kaufen, sondern nimmt das ganz normale Ponal. Dann habe ich mir hier zwischenzeitlich auch so ein Begrasungsgerät gegönnt. Habe 2-3 kleine Versuche im Vorfeld gemacht. Nachdem das ganz gut funktioniert hat, werde ich das jetzt an der größeren Fläche versuchen. Mein größtes Problem war hier, dass dieses störrische Kabel sich immer weggedreht hat. Und weil ich ja keine komplette Geländefläche habe, wo ich meine Nadel reingepiekst habe, hatte ich das Problem, dass das steife Kabel mir meine Styroporteile immer wieder weggedreht hat, sodass ich das Ganze jetzt erstmal hier mit Klebeband fixiert habe, bevor ich mit der Begrasung angefangen habe. Ich habe hier angefangen mit so einem mittleren Grün, das war bei dieser Packung dabei, mit einer Faser als Grundbegrünung von ungefähr 2 mm Länge. Das Ganze ging dann relativ schnell, hat auch ziemlich gut gedeckt und ich hatte innerhalb von 2 bis 3 Minuten dann diese Fläche komplett deckend begrünt. Muss jetzt natürlich noch warten, bis der Kleber getrocknet ist.
Nachdem das Ganze abgetrocknet war, habe ich hier nochmal ein paar Kleckse Leim drauf gegeben und mit einer 4 mm Faser nochmal oben nachgestreut. Und hier haben wir dann den aktuellen Zustand. Das heißt, ich habe im vorderen Bereich nur mal zum Testen mit dem Begrasungsgerät gearbeitet. Die hinteren Teile sind jetzt erstmal nur mit der Grundfarbe grün bepinselt, sodass man immer so grob mal einen Eindruck bekommt, was daraus werden kann. Ich muss das Ganze dann noch ein bisschen feiner verarbeiten, auch in den Straßen. Diese direkt angrenzenden Ränder werde ich dann nochmal mit einer anderen Farbe begrünen, beziehungsweise hier nochmal mit grauem Braun reingehen. Dann fehlen noch ein paar Büsche und so weiter, aber das war jetzt erstmal der erste Test. Meine Grasflocken sind auch schon ziemlich aufgebraucht, dadurch, dass ich nur so eine Anfangspackung hatte mit 20 Gramm. Und der eigentliche Farbton von diesen 2 mm dünnen kleinen Grundbegrünungsfasern gefällt mir auch nicht so besonders gut, sodass ich mir jetzt erstmal noch mal ein paar neue Fasern besorgen muss. Und dann werde ich das Ganze hier noch weiter ausarbeiten. Aber ich denke mir, die Richtung stimmt und ich bin endlich mal ein bisschen mit der Landschaft auf meiner Eisenbahn weitergekommen. Und vor allen Dingen haben wir die ganze Zeit hochstehende Straße von dem Faller-K-System jetzt hier mal ein bisschen eingeebnet, sodass das Ganze jetzt schon mal ein bisschen harmonischer aussieht. Ja, das war's mit meinem Video, mit der kleinen Begrünung bzw. mit der Anhebung von dem Landschaftsniveau. Ich danke euch fürs Zuschauen, demnächst gibt's wieder mehr und bis gleich.